Amen. Amen. In our class yesterday, we were talking about the reason for the delay. In unserer Stunde gestern haben wir über den Grund der Verzögerung gesprochen, The delay of Christ's second coming. des Verzugs für Jesu zweites Kommen. It's based upon a passage from Evangelism, page 694, paragraph 2. Das basiert auf einem Paragraph aus Evangelisation, Seite 694, Absatz 2 im Englischen. And what we want to understand is, what does Ellen White mean? Was wir verstehen wollen, ist, was Ellen White hier meint And do we agree with her? und ob wir mit ihr übereinstimmen. So there was a difference of opinion Hier gab es Meinungsverschiedenheiten about what we need to do in order to prepare for that day. Hier gab es Meinungsverschiedenheiten, was wir machen müssen, um uns für diesen Tag vorzubereiten. The difference arises Die Unterschiede kamen auf from a Bible passage that we looked at. von einem Bibelvers, den wir uns angesehen haben. It's 2 Peter chapter 3. Das ist 2. Petrus, Kapitel 3. As we discussed, it comes in various sections depending on how your Bible breaks that chapter up. Wir haben festgestellt, dass dieses Kapitel je nach Bibel unterschiedlich eingeteilt wird. I think he saw it as 2 parts. My Bible, my printed Bible, is 4 parts. In eSword sind es 2 Teile und in meiner gedruckten Bibel hier sind es 4 Abschnitte. So we're in either the second part or the last part, depending on how you count. Wir sind entweder im zweiten oder im letzten Teil, kommt darauf an, wie hier gezählt wird. So according to Esau, it's the first part is verse 1. Is the title I have is "The Day of the Lord Will Come." In eSword ist die erste Überschrift, der Tag des Herrn wird kommen. And that ends on verse 13. Und dieser Abschnitt hört in Vers 13 auf. Second part is just conclusion or admonition. It says final words. Und der letzte Teil ist überschrieben mit Schlussworte und ist einfach halt nur noch die Zusammenfassung. If you have a study Bible, Wenn perhaps du- your Bible is the same. Wenn du eine Studienbibel hast, Verse 8 da ist in Vers 8, deals with the certainty of the second coming. da handelt Vers 8 um die Sicherheit, dass Christus wiederkommt. And the reason he makes that comment Der Grund, warum hier das aufgeschrieben ist, is because in verse 3 ist, weil in Vers 3 there are people who say that he will not come. There is no second advent. es Menschen gibt, die sagen, es gibt keine Wiederkunft und Jesus kommt nicht. That's what verse 3 to 7 is dealing with. Those people who don't believe. Darum geht es in den Versen 3 bis 7 um diese Menschen, die nicht glauben. And in verse 8 In Vers 8, to 10 8 bis 10 speaks about the certainty of his return. It addresses the statements of those people who are scoffing or who are ridiculing. Also Verse 8 bis 10 behandelt jetzt die Wiederkunft und es nimmt Bezug auf diese Leute vorher, die hier spotten. And then verse 11 onwards talks about how we should be behaving. Und Vers 11 und folgende Verse sagt uns nun jetzt, wie wir uns verhalten sollen.
title in my Bible says, an exhortation to live a holy life. In meiner Bibel hier gibt es jetzt eine Überschrift, die heißt, für ein heiliges Leben erhöht zu sein. And it says the reason why, Und dann sagt es auch noch den Grund, warum. in anticipation of the advent. Im Vorausschau oder im Herannahen des Kommen Jesu. So I asked a question yesterday. Und dann habe ich gestern die Frage gestellt, We're in verse 12. in Vers 12. What are we looking for? What are we hasting? Was suchen wir denn? Was versuchen wir zu beschleunigen? Definitely says the day of God, Dann sagten wir den Tag des Herrn, when he will destroy the earth. wenn er die Erde zerstören wird. And the subtitle calls that the advent, the second advent. Und die Unterüberschrift nennt dies die Wiederkunft. We discussed what hasting means. Wir haben darüber geredet, was beschleunigen bedeutet. Something has to change or move. Etwas muss sich verändern oder bewegen. It's either the event Es ist entweder das Ereignis or your attitude, your Oh. behavior. oder deine Einstellung und dein Benehmen. Just the way the subtitle is written, it's clear that whoever put this Bible together believes that it's not the event that's changing, it's you that's changing. Es ist auch schon deutlich, allein auf der Tatsache, wer auch immer diese Unterüberschriften hier verfasst hat, glaubt, dass es deine, it's your attitude, Yes. dass es deine Haltung ist und nicht das Ereignis. It's clear to see that in verse 14. Das ist deutlich in Vers 14 zu sehen. Therefore, seeing that you look for the second advent, you need to be diligent. Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißigt euch. And that diligence will allow you to be at peace with God. You won't be his enemy. Und dieser Fleiß wird euch wird euch Frieden bescheren mit Gott und keine Feindseligkeit mit Gott. And the reference point is at that second coming, at the advent. That's when that check will be made, or the evidence of it will be seen. Und dieser Referenzpunkt oder auf diesen Punkt, auf den es sich bezieht, ist die Wiederkunft, weil dort wird jetzt geprüft oder getestet, wie es um dich steht, beziehungsweise es wird offenbar werden, dein Fleiß. Revelation 22, verse 11 Offenbarung 22, Vers 11 speaks of what event? spricht über welches Ereignis? So hopefully we're all there. Ich hoffe, dass wir alle da sind. Speaks about the event when Michael stands up. Spricht über das Ereignis, wenn Michael aufsteht. Sister Suellen. What verse is that in the book of Daniel? Welcher Vers ist das im Buch Daniel? 12:1. So this would be Daniel 12:1. Es ist Daniel 12, Vers 1. Everybody should be familiar with that verse. Jeder sollte mit diesem Vers vertraut sein. But we want to look at verse 12. Aber wir schauen uns Vers 12 an. Behold, I come quickly, Siehe, and my reward is with me, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, to give every man according as his work shall be. um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. So depending on what your works were, Es kommt nun darauf an, wie deine Werk hier war, will determine what your reward will be. welchen Lohn du bekommst. And in 2 Peter chapter 3, 14, 2. Petrus 3, Vers 14. your reward is either peace
da ist dein Lohn entweder Frieden or war against Christ. oder Krieg gegen Christus. And it says, you shall be found. Weil es heißt ja hier, dass du erfunden wirst. 2 Peter chapter 3, verse Zwe- 14. 2. Petrus 3, Vers 14. And in order to be found in peace with him, Um in Frieden mit ihm vorgefunden zu werden, it gives some characteristics that you must have. werden einige Charakteristiken aufgezählt, die du besitzen sollst. No spots, and you need to be blameless. Keine Runzeln und du musst tadellos sein. Verse 15, Vers 15 which we haven't discussed, haben wir noch nicht behandelt, speaks about the long suffering of God. spricht über die Langmut unseres Herrn. It says, an account that the long suffering of our Lord is salvation. Und die Geduld unseres Herrn achtet für euer Heil. What does that mean, Was bedeutet das? Sister Catherine? Second Peter 3:15. 2. Petrus 3, Vers 15. That he is patient with us, Dass er mit uns geduldig ist. Why? Warum? so that we might be saved. Sorry? So that we might be saved. Damit wir gerettet sein können. Where have you read that before? Wo hast du das schon mal gelesen? Have you read that before? Hast du das schon mal gelesen? Sorry? You have? Oh, sorry, I didn't hear you. You haven't? Yes, Have you? yes. Where? Wo? I'm thinking of an Ellen White quote, but Ich denke an ein Ellen White Zitat. Evangelism Evangelisation 694. 694. The reason for the Der Delay. Grund the long suffering. für die Langmut. because we were not ready. Weil wir nicht vorbereitet sind. Sure, that's what you just said. Ja, what the das verse ist, means. ja, das hast du ja gerade gesagt, was der Vers bedeutet. Count that the long suffering of our Lord is salvation. Die Geduld unseres Herrn achtet für euer Heil. Give it in a revised version. In der neuen Version oder Revised Version. So there's probably no need to translate it because it's going to turn out the same. Mhm. Don't forget that the Lord is patient because he wants people to be saved. Brother Wolfgang? Man kann das auch in Vers 9 lesen. Same principle in verse 9. Gleiches Prinzip in Vers 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. And we discussed it, I think, when we first looked at the passage, Wir, because ha it's in reference to verse 8. wir haben das, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, darüber geredet, weil dieser Vers in Bezug zu Vers 8 steht. So all this long suffering, All dieser Langmut, what does that mean? was bedeutet das denn? What does this long suffering mean? Does it mean he's going to delay? Bedeutet das, dass er verziehen wird?
That's how you read it. You mean that he had a date and he's long suffering, so he's going to delay the date that he had. So ist das so, wie du das liest? Er hat einen Tag gehabt und jetzt einen festgelegten Tag und jetzt verzieht er hier. Is that how people read that? Lest ihr das so? You think that's what Paul is trying to say? Ist das das, was Paulus versucht zu sagen? So we're going to take that principle that you've just said, Sister Tamina, Also nehmen wir dieses Prinzip, das du gerade gesagt hast, and have it stand in opposition to Desire of Ages 32. und das steht dann im Gegensatz zu Leben Jesu, Page, 32, Seite 32. which says that God's purposes, Das sagt, dass Gottes Absichten, his purposes of the first advent, no haste nor delay. die Absicht seines Wiederkommens kennt keine Verzug und auch keine Beschleunigen. You're saying on the second advent it doesn't work that way. Und jetzt sagst du, bei der zweiten Ankunft funktioniert das so nicht. 1863. Hätte es keine Beschleunigung oder keinen Verzug gegeben, wäre Jesus 1863 wiedergekommen. Regardless if we're ready or not. Unabhängig davon, ob wir vorbereitet gewesen wären oder nicht. So we have to try and understand what Paul is saying, what Ellen White is saying, and what God did. Wir müssen verstehen, was Paulus und Ellen White sagen und was Gott gemacht hat. So coming back to 2 Peter, Gehen wir zurück zu 2. Petrus. is that what Peter is saying? Ist das, was Petrus sagen will? That God is delaying? Dass Gott verzieht. Because when we looked at it in class before, we didn't say that. Als wir vorher, also in den anderen Unterrichtsstunden, haben wir das nicht gesagt. Verse 8 is saying what? Vers 8 sagt was? Sister Simone? That God's time is not our time, and it might seem like a long time to us, but it's not as long to God. Sagt, dass Gottes Zeitrechnung nicht unsere Zeitrechnung ist. Was für uns lange ist, ist für ihn kurz und umgekehrt. Yeah, God's timing isn't the same way that we think of time. Gottes Zeitsetzung ist nicht dieselbe Art, wie wir über Zeit denken. And what we think is long, Und was wir glauben, dass lang sei, is it actually long? ist das in Wirklichkeit lang? No. Nein. That's why verse 9 says he's not slack. Und deswegen heißt es, dass er in Vers 9, that what is slack? What does the word slack mean? Was bedeutet dieses Wort? Sorry? Deswegen ist der Herr nicht nachlässig. What does slack mean? Sister Kathy? He's not late or delaying. Er verzieht nicht oder er ist nicht zu spät. So it says the Lord is not slow, not delaying. Also es heißt hier, dass der Herr sich nicht verzieht. Oder, ja. And you just said that verse 9 says that he was going to delay. Und du hast gerade gesagt, dass er sich verziehen würde. So the verse itself actually says that there is no delay. Der Vers 9 sagt also eigentlich, dass es keinen Verzug gibt. And when people think that it's good to have a short period, he sees things differently. Und wenn Menschen glauben, dass es wichtig ist oder gut sei, eine kurze Zeitabschnitte zu haben, dann sieht er das anders. Oder unterschiedlich. I don't know why God does this. I don't know if this is how what you've observed. Ich weiß nicht, warum Gott das tut oder ob das auch das ist, was ihr beobachtet habt. He speaks of the nearness Er spricht hier über eine Kurzatmigkeit,
But the reality is it's a lot longer than you think. Aber in Wirklichkeit dauert es noch viel länger, als du denkst. And in our class, we've expressed it in a derogatory or a crass fashion, Und in in a unserer negative way. Aha. In a negative way. in unserem Unterricht haben wir hier über eine negative oder über eine bedauerliche Sache gesprochen, Art und Weise gesprochen. And say, and we've said that he deceives us. Und wir haben gesagt, dass er uns täuscht, He makes it seem close and it's not. dass er es so darstellt, als wenn es nahe ist, aber es ist nicht nahe. And so I've given it in a framework to say that he tricks us into thinking it's close and it's not. Und ich habe das so dargestellt, dass er uns austrickst, dass es nahe ist, aber es ist nicht nahe. And it got so bad, people actually thought Ellen White was doing that same Und thing. dieser Eindruck hier wurde so stark, dass Leute gedacht haben, dass Ellen White das auch tut. So without considering the morality of the situation, Ohne jetzt mal die Moral in dieser Situation zu besprechen, because it gets difficult and dangerous to put God on trial, weil es wird schwierig und auch gefährlich, wenn man Gott zur Rechenschaft ziehen möchte. how would we explain this idea? Wie erklären wir diese Idee? And God says it's near and it's not. Wenn Gott sagt, dass es nahe bevorsteht, aber dem nicht so ist. At least we could ask the question, how does Peter explain that dichotomy? Zumindest könnten wir fragen, wie Petrus hier diesen Umstand erklärt. Brother Jim, how does Peter explain this dilemma? Wie erklärt Petrus dieses Dilemma? Well, when shown that God's time is not our time, a day is 1,000 years. Es wurde gezeigt, dass Gottes Zeit nicht unsere Zeit ist, wenn ein Tag 1000 Jahre sein kann. Wolfgang? I want to say the same. God is not deceiving us because he tells us plainly, one day, 1,000 years. Ich wollte auch sagen, dass Gott uns nicht täuscht, weil er sagt uns ja ganz offen, dass ein Tag 1000 Jahre sein können. And also he shows us that when he says something, that's what he means, and there is no slack in his timing. Er sagt auch, er zeigt auch auf, wenn er etwas sagt, dann meint er das auch und dass es kein Säumnis in seiner Zeiteinteilung gibt. So when he says near, Wenn er also nahe sagt, for him, dann ist das für ihn 1,000 years is near enough. 1000 Jahre nah genug. But for us, it doesn't seem that way. Für uns scheint das aber nicht so zu sein. Why does he do that? Warum macht er das? Do what now? Why does he keep on saying it's near, knowing what we will think? Warum sagt er, es ist nahe? Knowing what? Knowing what we will think that means. Und das macht er wohl wissend, dass wir uns Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Damit wir in beständiger Vorbereitung sind. Dass wir wachen. So that we're in constant watching, or the word that we looked at was diligent. Das Wort, also Sorry? das, Imminent, yes. dass wir ständig aufmerksam sind, wachend sind. We think it's imminent so that we can constantly be diligent. Otherwise, we tend to become lazy. Wir glauben ständig, dass es kurz bevorsteht, damit wir nicht nachgiebig werden. Any questions? Fragen? Is everybody happy that there's no shifting of dates in this passage? Stimmt dem jeder überein, dass es hier kein The dates don't move. Verschieben der Zeitangaben gibt. It's all about our perspective, our attitude, our behavior. Es geht alles um unsere Haltung, um unsere Perspektive. Verse 9, God doesn't delay his promise. Vers 9 sagt, Gott säumt nicht mit der Verheißung.
People think it's slow, but it's not. Menschen glauben, dass es langsam ist, aber es ist so nicht. He's long suffering, it says. Also, dass seine Langmut langsam ist. Which means he's patient. Das bedeutet seine Geduld. Sister Catherine, give us the Greek coding. Bitte nenn uns hier diese griechischen For long suffering. Chance-Nummern für Langmut. Are you able to find it, Sister Sue Ellen? Oh, what is it? The Greek code. The Greek number. Sister Catherine will give us a number. G3115. G3115. You got 115? Oh, hold on. Verse 9 or Yeah. 3114. Okay. G3114. So you either can go to Strong's or Thayer's. Man kann jetzt hier entweder zu Strongs oder Thayers gehen. We'll look at Thayer's. Wir schauen uns Thayer an. You there, Brother Jim? Okay. So Thayer's has got one definition of the word. Thayer hat eine Definition von diesem Wort. And when you find it, could you read out it should say 1, then 1A, 1B, etc. Just Yeah. read out 1. Les bitte Nummer 1 vor. To be of a long spirit, not to lose heart. Eines langes Geistes zu sein und sein Herz nicht dabei zu That's verlieren. a nice definition. I like that. Das ist eine schöne Definition, die ich mag. Sister Kathy, who's not losing heart? What does losing heart mean? Be of a long spirit. Also, Means not to give up. also hier nicht aufzugeben. Was bedeutet das? God. God? That was the answer. God. Gott. Most people would attribute that quality to a human being. Die meisten Menschen würden diese Eigenschaft Menschen rechnen. You know, I try to encourage you all, don't give up, endure to the end. Ich versuche dich zu ermutigen, nicht aufzugeben, bis zum Ende durchzuhalten. But it attributes that property to God. Aber diese Eigenschaft wird hier Gott zugeschrieben, God doesn't lose heart. zugerechnet, dass er nicht aufgibt. So I don't know if you can imagine the possibility of God giving up Ich, wei or losing heart. ich weiß nur nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, dass auch Gott aufgeben könnte. I think that Zoom has gone funny. Is it? Everybody okay with that? Stimmt ihr mir da überein? It's telling you what God thinks, how he operates. Es sagt dir, was Gott denkt und wie er funktioniert. Why would God lose heart? Warum sollte Gott aufgeben? To fail. Weil dann sein Auftrag oder seine Mission fehlschlagen würde? What's happening to everybody? Was geschieht denn dann mit jedem? Verse 9. Vers 9. Sorry? He doesn't want anyone to perish. What is happening to people? Was geschieht denn in Vers 9 I thought you mit said den they're Leuten? perishing. Ich habe gedacht, du hättest gesagt, dass sie He doesn't zugrunde want them gehen. to perish, Er but to come möchte, to repentance. er möchte nicht, dass sie zugrunde gehen, sondern dass sie zur Buße finden. Sure. But why would he say he doesn't lose heart? Aber warum sagt es dann hier, dass er eventuell aufgeben könnte? Why would he be losing heart? Warum könnte er aufgeben? He's Do you lose heart, Gibst du manchmal auf? Sister Kathy? to be of a long spirit, not to lose heart, to be patient. I've dropped the verse now. I was just asking you, do you Yeah. lose heart? Ich
bin aus dem Vers rausgegangen und frage dich einfach, ob du manchmal aufgibst. Sometimes. Manchmal? Why? What causes you to lose heart? Was leitet dich denn dazu an, aufzugeben? Different circumstances. Verschiedene Umstände. You look around, Mm-hmm. Du schaust herum when you see whatever you see, you lose heart. Mm-hmm. und wenn du siehst, was auch immer du siehst, dann gibst du auf. And that's what God is doing, isn't he? Und das macht auch Gott, oder? He sees the I don't know what to call it, maybe the failure, Er sieht diese ganze Versagen, how things are not working out very well, wie Dinge sich nicht zum Rechten fügen. and it would be possible for him to lose heart. Und somit wäre es auch möglich für ihn, dass er aufgibt. Seems hopeless, Es scheint hoffnungslos zu sein. but it says that his plan Es heißt aber, dass sein Plan isn't so. nicht so ist. Simply, what is the verse saying? Was sagt einfach gesagt der Vers? I'm going to delay my coming. Ich verschiebe oder verziehe mein Kommen. Why? Warum? It's plain English. Das ist einfaches Englisch hier oder Deutsch. So that, Damit sorry? sie zur Buße kommen können. So that I was picking up so that no one should die. Ich greife hier auf, er verzieht, damit niemand sterben muss. Is that actually reality? Ist das wirklich die Realität? He says, I'll wait 1,000 years Er sagt, ich warte noch mal 1000 Jahre, so that no one will die. damit niemand sterben würde. And when he waits 1,000 years, what's going to happen? Und was geschieht während dieser 1000 Jahre? Sorry? Leute sterben. Why do they die? Warum sterben sie? Because they get old? Weil sie alt werden? Seine Langmut hat Grenzen. Yeah, I was asking what happens when he waits 1,000 years. Also ich frage, was passiert, wenn er 1000 Jahre wartet? Their love. Menschen werden in ihrer Liebe kalt. Isn't it a time of tribulation that was never before? War da nicht eine Trübsalzeit wie nie zuvor? It's the worst carnage that's ever been seen on this planet. Und es ist die schlimmste Carnage. Destruction. Das ist die schlimmste Zerstörung, die je auf diesem Planet gesehen wurde. And because of his delay, his slackness, Und wegen seines Verzugs oder seinem Säumen millions of faithful Christians will die, werden Millionen treuer Christen sterben. won't they? They'll all perish. Ist dem nicht so? Sie gehen alle zugrunde. We call that the Dark Ages or the Inquisition. Das nennen wir das finstere Mittelalter oder die Inquisition. If you like 25-20 terms, it's the scattering, the Wenn du- punishment. Wenn du den Ausdruck der 25-20 magst, dann wäre es die Zerstreuung, die Strafe. If he was day for a day, Wenn es Tag für Tag wäre, none of those people would have perished or died. dann wäre keiner dieser Leute gestorben. Is the Mina? Speaking here about the second death rather than the first death, which is only considered sleep. Spricht es hier nicht um den zweiten Tod als um den ersten Tod, weil der erste Tod wird ja eher als Schlaf bezeichnet. Okay, so it's just talking about the second death, Also spricht hier nur über den zweiten Tod, not the first death. nicht den ersten Tod. Everyone okay with that? Stimmt dem jeder überein? Okay, so everyone seems happy with that answer. Also jeder scheint wohl zufrieden zu sein mit dieser Antwort. We'll drop to verse 12. Gehen wir zu Vers 12. Hasting. Beschleunigen. Hasting, we said, meant diligence.
Wir haben gesagt, dass beschleunigen Fleiß bedeutet. We're looking forward to the coming of the day, and we need to be diligent. Wir schauen vor oder wir erwarten das Kommen des Herrn und müssen dafür Fleiß an den Tag legen. So I'm saying that's a repeat and enlarge. Ich sage, dass das hier eine Wiederholung und Erweiterung ist. Looking for Erwarten G4328, ist 4328. G 4328. It means to expect, Das bedeutet ja erwarten. either in hope or in fear, Entweder erwartest du hoffnungsvoll oder angstfurchtsam. to look forward to something and to wait for it. Auf etwas warten oder etwas erwarten. And hasting means to desire earnestly. Und beschleunigen bedeutet ernsthaft zu hoffen oder danach streben. Tells you to wait and tells you how to wait. Es sagt dir zu warten und es sagt dir auch, wie du zu warten hast. And we took that word hasting, which says earnestly, and we changed it to diligence. Und, can you repeat that, please? We took the word hasting, Wir haben das Wort beschleunigen genommen changed it from earnestness to diligence, und haben es von Ernsthaftigkeit zu Fleiß verändert. changed it from a desire to an action, Wir haben es von einem Streben zu einer Tat verändert. a feeling to a mindset. Von einem Gefühl zu einer Einstellung. Are we all okay with that? Stimmen wir dem überein? We're not changing dates. Wir verändern hier nicht die Daten, We're changing our mind. wir verändern unseren Verstand. Verse 14 Vers 14. says, when he comes, his reward will be with him. Es heißt, wenn er kommt, dann kommt sein Lohn mit ihm. It tells you what he's looking for. Und es sagt dir auch, nach was er Ausschau hält. No spots, and you're blameless. Er schaut nach Unbeflecktheit und oder nach Leuten, die unbefleckt sind, aus und die tadellos sind. And we looked at the first part of 15. Looked like Jesus is going to have some kind of delay. Wir haben auch den ersten Teil Vers 15 angeschaut, wo es so aussieht, als wenn Jesus eine Art Verzug hat. And what was the little trick that we missed? Und was war hier den Trick, den wir übersehen haben? Who's he referring to when he says that? Auf wen bezieht er sich, wenn er hier spricht? You'll see that? Sorry? Even as our beloved brother Paul, according to his wisdom, has written. Und die Geduld unseres Herrn achtet für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Verse 16, Vers 16, simply put, einfach gesagt, it's not that straightforward when Paul writes things. das ist nicht so einfach zu sehen, wenn Paulus Dinge schreibt. It's not that straightforward. Es ist hier nicht so geradlinig. When we looked at verse 12, Als wir Vers 12 angesehen haben, I asked, habe ich gefragt, this diligence, this earnestness, dass diese Ernsthaftigkeit, dieser Fleiß, what does it look like? wie sieht denn dieser aus? What do you need to do to be diligent in order to prepare for that day? Wie sieht denn dieser Fleiß aus, um dich für diesen Tag vorzubereiten? I asked a relatively straightforward question. Ich denke, ich habe eine direkte Frage gestellt. Is diet reform connected to this? Ist die Gesundheitsreform hiermit verbunden? And if you ask any
half-decent Adventist, they'll be forced to say yes. Und wenn du irgendeinen halbherzigen Adventist fragst, dann würde er sagen, ja. And of course, the problem with saying yes Das Problem mit dem Ja sagen is that the implication is all vegans in the world have an advantage over meat eaters in the world to Is- becoming saved. ist, dass alle Veganer in dieser Welt Vorteile gegenüber Fleischessern haben, gerettet zu werden. It's almost like they've got a foot in the door. Das ist fast so, als wenn sie bereits einen Fuß in der Tür haben. And I would say I don't think that's so. Und ich würde sagen, dass ich glaube, dass es sich so nicht verhält. The problem is Das Problem dabei, we're so studied, so resolute in our thinking of the mind-body connection that it's very difficult wir sind so getrimmt oder so erzogen, dass unsere Vorstellung von der Beziehung zwischen Seele und Geist, it's very difficult to see things otherwise. dass es schwierig für uns ist, die Dinge anders zu betrachten. If we were to take the line, we often talk about this, the line of the Nethims. We don't normally talk about Levites. Wir sprechen häufig über die Linie der Tempeldiener und nicht so häufig über die Leviten. Are they hastening? Beschleunigen, So are they hasting the coming? the Nethinims? Hm. Beschleunigen die Tempeldiener das Kommen? Sister Kathy, yes or no? Not that they're aware of. No. Nicht, dass sie sich darüber bewusst wären. Sister Aileen? I think it depends when. Ich denke, es kommt darauf an, wann. Nethinims is on the line of the 144,000, so you know when. Die Tempeldiener sind auf der Linie der 144.000, somit weißt du wann. The symbol gives you the time frame. Das Symbol gibt dir die Zeitvorgabe. No. Nein. No. What's my question? Was war meine Frage? If the Nethinims are hastening the day. Ob die Tempeldiener auf den Tag zueilen. Brother Jim? Jim? I don't think so. No. Ich denke nicht. Brother Wolfgang? No. Brother Jonathan? Weiß er, yes. Yes. Sister Tamina? I would also say no. No. Sister Catherine? I'm gonna go with no. My sister? No? You don't know? Sister Suelle? Well, Just the answer yes or no will do. darn. Yes. Yes. Sister Dahlia? No. Why? Why did you say no? Warum sagst du nein? I'll ask a different question. Why did you choose the wrong answer? Ich frage andersrum, warum hast du die falsche Antwort gewählt? An easier question. Not sure? Weißt du es nicht? Hasting means what? Beschleunigen bedeutet was? Ernsthaft oder fleißig zu arbeiten? Ernsthaft zu erwarten? No. Almost. Vorwärts zu gehen?
Das ist, What did I say a couple of minutes ago? was habe ich vor einigen Minuten gesagt? First part of the verse. Erster Teil des Verses. I said it's a Ich habe gesagt, erwarten. Es bedeutet erwarten. it's a what? It's repeat and enlarge. Es ist eine Wiederholung und eine Erweiterung. So Brother Wolfgang says pushing forward. Wolfgang sagte, vorwärts zu gehen. Hasting means Beschleunigen bedeutet, looking forward. zu erwarten. Well, pushing forward is the same thing, I think. Und ich denke, vorwärts zu gehen ist irgendwo das Gleiche. So I'll ask the question again. Und somit frage ich nochmal die Frage, Sister Catherine, are the Nethinims looking forward to the day of God, und jetzt frage ich to die the second Advent? Frage nochmal, erwarten die Tempeldiener den Tag Gottes oder den Tag des Herrn? Ja, What did you say before? Okay, so you changed your mind. also sie hat ihre Meinung geändert. Sister Suellen, you said yes before. So obviously yes is the right answer, so we won't change. Brother Jim, I think you said no. And change? Why? Ich denke, ich ändere auch meine Meinung. Nethinims can be looking forward to the second coming. Denn auch die Tempeldiener können die Wiederkunft Ja. erwarten. They don't have any control over when Christ is coming, Sie haben keine Kontrolle darüber, wann Christus but kommt, they can look forward to it. aber sie können den Tag erwarten. Also means steady attention and effort. Das bedeutet auch, beständig in ihren Bemühungen zu for the sein, second coming. Steady attention and effort to that event. Yes. ständige Aufmerksamkeit und Bemühungen gegenüber diesem Ereignis. What else did you say? Was hast du noch gesagt? I think that's it. Okay. Sister Aileen, you said before? No, I think. Du hast auch Nein gesagt, Du Nein? Aline? No, I think it's yes. Nein, Yes. ich denke, es ist ja. Brother Wolfgang, you're not changing. No. So the Nethinims are not pushing forward to that event. Also die Tempeldiener, die streben nicht nach diesem Ereignis. So let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. You're driving your car. Du fährst dein Auto It's in a place that you don't know. It's the wilderness. und es ist eine Wüste und es ist ein Ort, den du nicht kennst. You don't realize, but you've gradually gone up a mountain. Du merkst es nicht, aber langsam fährst du einen Berg hoch. You're off the road and you're on a track. Du bist von der Straße abgekommen auf einem Pfad You're in your car. und hier in deinem Auto. And what are you doing? Was machst du nun? You said the phrase you used. You're pushing forward Und du sagst jetzt hier, du gehst voran on the accelerator. auf dem Gaspedal. Do you know where you're going? Weißt du, wo du hingehst? Do you have consciousness of it? Ist dir bewusst, wo du hingehst? Not in No. the desert, no. Nein. But are you still pushing forward to Aber, the event? dem Vorfall gehst du weiterhin entgegen. You don't have to have consciousness of it to push forward, Du musst dir nicht dessen bewusst sein, um vorwärts zu gehen, to be diligent. um fleißig zu sein. We have this idea that there's this super consciousness of people, which is why people are saying no. Wir haben die Vorstellung, dass es hier immer ein super gutes Bewusstsein geben muss und das der Grund ist, warum Leute Nein sagen. And I didn't even explain the picture work. It's so clear, I think. Und ich habe dieses Bild hier noch nicht mehr erklärt, weil es ja so deutlich ist. When do the Nethinims begin to look forward? Wann fangen denn die Tempeldiener an, nach vorne zu schauen oder zu erwarten? You said yes or no, Brother Jonathan, before. Yes. You said yes. Sister Kathy, when did they begin to put the foot on the accelerator, Wann, push forward? wann drücken Sie aufs Gaspedal? 2014. Seit 2014? Do they have any idea where they're headed? Haben Sie irgendeine Vorstellung, wo sie das No. hinbringen könnte?
No. Not Ah. on the day. Are they headed there? Yes. Laufen sie in eine Richtung? We'll change it and do it this way. So this is the day of the crash. Das hier ist der Tag des Unfalls. You said no before? Du hast Nein Change? vorher gesagt? Go on then. For me, it's the context. What is this pushing forward, this diligent work? Für mich And- geht es hier um diesen Fleiß, um was diese Arbeit ist. And for me, it's this giving of the message. Und für mich ist es das Verteilen der Botschaft, Like Ephesus did and Millwrights had to. wie es Ephesus getan hat und die Milleriten hätten tun sollen. So Michael Moore is not giving a message. Michael Moore verbreitet also keine Botschaft. Yes or no will do. Yeah, everyone has a message. Ja, jeder hat eine Botschaft. Says the true Adventist. Everyone's got a message. Das ist so ein richtiger Adventist. Ja, jeder hat eine Botschaft. My problem is that we say the Nethinims do not preach to any other group. Mein Problem ist, dass die Tempeldiener nicht irgendeiner anderen Gruppe etwas beibringen. What's Michael Moore? Und was ist Michael Moore? A person? Eine Person. A leper? Help us, Sister Kathy. Er ist ein Tempeldiener. It's in Nephilim. He's preaching. He's a Er- prophet. Er ist ein Prophet, er predigt. If anyone gets an opportunity, I think it was in Brazil. Sorry? If anybody gets an opportunity, I did this in Brazil, I think it was. Ich glaube, es war in Brasilien und wenn ihr jetzt nun Gelegenheit dazu habt, I gave a Spirit of Prophecy quote that showed that journalists are prophets. dort habe ich ein Zitat vorgelesen, das besagt, dass Journalisten Propheten sind. It was either then or at the last camp meetings in Africa, one of the two places, but it was recently. Es war entweder in Brasilien oder an einem der letzten Camp-Meetings in Afrika. There's lots of people who give messages. Es gibt viele Menschen, die Botschaften ertönen lassen. In fact, we'll just go with our line. Wir reden jetzt hier nur über unsere Linie. Without those journalists being prophets, we would never have been created as a movement. Wären Journalisten keine Propheten, dann wären wir als Bewegung nie ins Leben gerufen worden. And I says, you can show that clearly with the Millerites. Das kannst du ganz deutlich bei den Milleriten erkennen. And if you can show it with them, I think the principle would go back to the other lines. Wenn du es bei ihnen aufzeigen kannst, dann denke ich, dass das Prinzip auch auf die anderen Linien übertragbar ist. But it's harder to see in those biblical lines because the Bible doesn't give this perspective of newspapers and media. Aber es ist schwierig, das in den biblischen Geschichten zu erkennen, weil die Bibel nicht diese Vorstellung vermittelt, dass es Zeitungen oder Medien gegeben hat. Because we Hard. always think in these biblical terms, we don't think that a Nethinim or a journalist could be the catalyst for the creation of what we would call prophets. Und da wir in diesen biblischen Ausdrücken denken, ist es für uns schwer vorstellbar, dass ein Tempeldiener oder ein Journalist der Katalysator sein konnte für gewisse Propheten. When we spoke about, okay, so at least most of us are on the same page. Are you okay with that now, Sister Kathy? Yes, they're Aware of. So my answer was yes. They're not aware that they're looking forward to the day. but they are. Yeah. Good. Well, something I read this morning is what helped me with that answer, and that Was was ich heute Morgen gelesen habe, was mir geholfen hat mit der Antwort. the Holy Spirit moves upon the inner self until it becomes conscious of the Der, divine power of God. der Heilige Geist bewegt die innere Seele, bis sie sich dessen bewusst wird. So I was thinking about the Levites and the Nethinims, that the Holy Spirit is working on them, Und and they're somit, not conscious of it. somit habe ich an die Leviten und Tempeldiener gedacht, dass der Heilige Geist an ihnen arbeitet
und ohne dass sie sich dessen bewusst sind. To me, when we create lines, Wenn wir Linien kreieren, can't remember who said 2014. 2014 2000, to 2019. von 2014 bis 2019, What's happening to these people? geschieht was mit den Menschen? Plowing. Flügen. So they've been prepared. Sie werden also vorbereitet. If they've been prepared, this must be pushing forward or looking forward to this event, whether they have a realization of that or not. Wenn sie vorbereitet werden, dann müssen sie dieses Ereignis erwarten, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. If not, our lines don't mean anything. Wenn dem nicht so ist, dann bedeuten unsere Linien nichts. You're back to the old Adventist technology Dann bist du zurück bei der alten adventistischen Technik, that says the world doesn't know anything. It's going to come upon them as a sudden surprise. dass die Welt überhaupt nichts weiß, sondern dass alles über sie kommt als eine Überraschung. At the event that we call Sunday law, An dem Ereignis, das wir das Sonntagsgesetz nennen. and that just can't be correct. Das kann nicht richtig sein. Just philosophically, it can't be. Philosophisch gesehen schon kann das nicht passen. And we've proven line upon line that it's not so. Und Linie auf Linie haben wir bewiesen, dass es sich nicht so verhält. Let's for a moment not think about the second advent. Let's think about another event. Lasst uns mal für einen Moment nicht an die Wiederkunft denken, sondern an ein anderes Ereignis. Because you said about giving messages. Du hast gesagt, es geht darum, Botschaften zu geben. It's my last attempt to get you on board. Das ist mein letzter Versuch, dich mit an Bord zu nehmen. Don't fail. You didn't like Michael Moore. You didn't like the Nethinims Du magst Michael Moore nicht und auch die Tempeldiener nicht, because they're not giving sort of a biblically enough message for you, I'm assuming, something like that. weil, so nehme ich jetzt an, er für dich eine nicht biblisch genug Botschaft gibt. So we'll do this one instead. Und jetzt machen wir Folgendes stattdessen. What's this? Was ist das? Unser Pflügen. So this is you, Also das bist du. okay? And are you preparing? Are you looking forward? Bereitest du dich vor? Erwartest du? You are? What are you saying? Was sagst du denn? What are you speaking? Was sprichst du? Truth Die Wahrheit or error? oder Irrtum? Wahrheit. Truth. What you saying is coming. Was sagst du denn, das kommt? Ich sage, es kommt Gericht. Judgment. Das Gericht. Was that truth or error? Ist das Wahrheit oder Irrtum? Es ist wahr. Error. Es ist Oh, you Irrtum. mean There's Right, no we Sunday used to law touch- coming. Es kommt kein Sonntagsgesetz. Were you preparing for that event? Hast du dich auf dieses Ereignis vorbereitet? Sure. Mit Sicherheit. But you have no consciousness of what that event is, Aber du hast gar keine Ahnung davon, was dieses Ereignis darstellt. as much as they don't. Genauso wie sie es nicht They wissen. don't know where this is headed, Sie wissen nicht, wo das hinführt. and neither did you. Und so hast du es auch nicht gewusst. But you think you were being prepared, Aber du or hast preparing people, either way. gedacht, dass du dich und andere Menschen vorbereitest. It's the same. Das ist das Gleiche. What are they preparing for? Auf was bereiten sie sich denn vor? You thought you were preparing for a Sunday law, and it's just not gonna happen. You agree with that? Du stimmst doch überein, dass dieses Sonntagsgesetz, auf das du dich vorbereitet hast, nicht geschehen wird. Have I persuaded you it's the same? Habe ich dich Okay. überzeugt, dass es das Gleiche ist? So my next question is, what are they preparing for? Meine nächste Frage wäre nun, auf was bereiten Sie sich vor? One word. Ein Wort. You got choice of words. election? The next election? No. Die nächste Wahl. Gleichstellung. No, I'm going to say no. Ich sage hier nein. Sorry? Better world. Good. Eine bessere Welt. They're preparing for paradise. Sie That's fine. bereiten sich auf das Paradies vor. They're waiting for paradise. Sie warten auf das Paradies. What happens at the second advent?
Und was geschieht an der What do Wiederkunft? you get? Was bekommst du? You get paradise. Da bekommst du das Paradies. So they're preparing for the right thing. Sie bereiten sich auf das Richtige vor. Sunday law is what? Das Sonntagsgesetz Image of the beast, ist das Bild des Tieres. church and state. Es ist Kirche und Staat. So if I had said we're preparing for the image of the beast, Wenn ich gesagt hätte, wir bereiten uns auf das Bild des Tieres vor, was that a correct message? wäre das eine richtige Botschaft gewesen. Is this Kathy? Yes. Das wäre die richtige Antwort If I gewesen. said you're preparing for Sunday law, was that correct message? Hätte ich gesagt, du bereitest dich auf das Sonntagsgesetz vor, wäre No. das die richtige Botschaft? Nein. If I say they're preparing for paradise, is that correct? Wenn ich sage, sie bereiten sich auf das Paradies vor, stimmt das? Yes. Ja. Now I add a bit Jetzt habe ich ein bisschen hinzugefügt. on. Auf. Can we see where the problem lies? Können wir hier sehen, wo das Problem liegt? So as long as you keep it to paradise, we're on the same page with them. Solange sie einfach nur sagen, sie bereiten sich auf das Paradies vor, dann stimmen wir da überein. But they just say paradise on earth, and that's what the problem is. Aber sie sagen das Paradies auf Erden und hier liegt das Problem. Brother Jim? This paradise on earth, Dieses Paradies auf der Erde, what's the term that's used in the newspapers? wie wird das Media. in den Medien oder in den Zeitungen ausgedrückt? What are they looking forward to? What's their agenda? Was ist What's their ihre, problem, their was ist- issue? was ist ihre Agenda, ihr Problem, ihr Vorhaben? New World Order. So some people would go with the New World Order. Manche würden sagen, die neue Weltordnung. Anyone else? That wasn't what I was looking for. Danach habe ich jetzt nicht Ausschau gehalten. How do you get utopia? What's stopping utopia? What's the problem here on this planet? What's going wrong? What is Utopia? Perfect world. Also es geht hier darum, sie wollen diese perfekte Welt haben. So I'm going to go with climate change. Ich nenne jetzt hier den Klimawandel. It's their message now is this. Ihre Botschaft ist nun die folgende. How many generations have you got to fix this problem? Wie viele Generationen haben wir, um dieses Problem zu beheben? This one. Eine, und zwar diese. This is what generation? Welche Final Generation ist das? generation. The final generation. This is the final generation. Es ist die letzte Generation. There's a consciousness of it that now we can't delay. Es gibt dieses Bewusstsein, dass wir es jetzt nicht mehr länger hinhalten können. They're on exactly the same page as we are. Sie befinden sich an dem gleichen Standpunkt wie wir. This is not just a once in a lifetime thing. Das ist nicht einfach nur eine Phase. The earth won't recover. Die Erde wird sich nicht mehr erholen. Everyone okay with that? Stimmt ihr mir da überein? That's why I didn't want to go with equality. Deswegen wollen they will or That's why I didn't want to say put equality. Ach so. That's not that paradise is. deswegen wollte ich hier nicht die Gleichstellung hinschreiben, weil das wäre hier nicht das Gleiche. Fill the world with dictators. Installiere überall Diktatoren in der Welt. What will end up happening? Was hast du am Ende? Destruction of the earth. If you got all these dictators, what ends up happening with the dictators? Wenn du all diese Diktatoren hast, was geschieht letztendlich mit ihnen? Fight each other. They'll fight each other. Sie kämpfen gegeneinander, They'll die. sie sterben, There'll be a revolution, es gibt Revolution and you'll go back to some neutral position. und dann gehst du zurück zu einem neutralen Standpunkt. So it's not equality. Es geht also nicht um die Gleichstellung. Equality would not fit this criteria Die Gleichstellung würde nicht diesem Kriterium entsprechen. because equality has come and gone. Gleichstellung kommt und geht, But this issue, climate change, aber dieses Problem des Klimawandels is different. ist anders. If we get it wrong, there's not a second opportunity, second chance. Wenn wir das vermasseln, dann haben wir keine zweite Chance. And of course, that's what we want. Paradise. Und wir wollen ja auch das Paradies. Our version of paradise is different. Aber unsere Auslegung des Paradieses ist anders.
Are we okay with all of that issue? Stimmen wir dem überein? It's going to be on this earth. It's just that this earth will be cleansed in between. Das Paradies wird doch auf dieser Erde sein. Es ist nur so, dass die Erde zwischendrin kurz gereinigt wird. Heaven, but it's actually here. Aber wir nennen es ja immer Himmel, aber es ist ja in Wirklichkeit hier. Okay, so if you want to do that, Wenn du das nun so anwenden willst, everybody okay with that? stimmt dem jeder überein? She didn't understand what you said. Sie hat nicht verstanden, was du gesagt hast. We go to heaven, Wir sprechen immer darüber, dass wir in den Himmel gehen. but when we read Ellen White, Aber wenn wir Ellen White lesen, we know Christ will cleanse this earth and will live here again. dann wissen wir, dass Christus diese Erde reinigen wird und hier leben wird. Any questions on that? Gibt es dazu Fragen? You agree, Sister Catherine? With the point that she wants to make. It's just a spin, it's an angle she wants to. Also mit dem Punkt, den sie hier machen möchte, bist du damit einverstanden? Anybody want to? Do you understand what she meant now? You okay with what she said? Ja. So, if we're going to do that, Wenn wir das machen wollen, is President Donald Trump going to be the last president, Sister Brother Jonathan? wird da Präsident Donald Trump der letzte Präsident sein? Say no. No, it can't be then, Ich sage nein. because now you're going to start saying he's the last president up to some point. Weil jetzt sagst du ja, er ist der letzte Präsident bis zu einem gewissen Punkt. Sister Catherine? Divine paradise and there's a human paradise. Also es gibt dieses himmlische Paradies und das irdische oder menschliche. And that's the difference. Und das ist der Unterschied. What's the difference between them? Well, Was ist I denn der mean, Unterschied zwischen den beiden? when we have the paradise that there's humanity, but there's God, In dem Paradies gibt es die Menschheit und Gott and there's a consciousness of His presence, and He is there. und ein Bewusstsein, dass er da ist. So the old goes away and the new comes. Das Alte vergeht und das Neue kommt. What's the difference between the two? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? I thought I explained that. Once one of them you go to church and the other one you don't. Beim einen gehst du in die Gemeinde, beim anderen nicht. No, I'm looking at their definition of paradise and our definition. Ich schaue einfach nur ihre Definition von Paradies an und unsere. They want to just save the planet, Sie wollen einfach nur den Planet Ja. retten. and ours is Und wir. But they don't have a relationship with God. Aber sie haben keine Beziehung mit Gott. okay. Yeah, the first paradise is man-made, and the Das- second is made by God. Das erste Paradies ist von Menschenhand gemacht und das zweite von Gott. I didn't understand why Donald Trump isn't the last president. Ich verstehe nicht, warum Donald Trump der letzte Präsident ist. I don't either. You said he wasn't. Just said it. Are we talking about if paradise it's going to come back on earth after the earth is cleansed? Weil wir sagen doch, dass das Paradies hier auf diese Erde kommt, nachdem die Erde gereinigt ist. But we're not going to have the same kind of government. Aber wir werden nicht mehr die gleiche Regierung haben. Okay, well, let's go with that. Okay, nehmen wir das so hin. Lassen wir das so stehen. Do you want to say anything? I'm waiting for you. I'm not going to comment more on that. Well, that's for another day. So, I wanted to highlight the point Ich wollte den Punkt hervorheben, when we spoke about eating butter, whether or not it was hasting the coming of the day of the Lord. Ich wollte den Punkt hervorheben, ob Butteressen nun den Tag oder den Tag beschleunigt, den Tag des Herrn beschleunigt oder nicht. For these people, Für diese Leute hier, is this hasting the coming, whether you eat butter or not? für diese Leute hier beschleunigt nothing das else. Butteressen nun hier das Kommen oder nicht?
So the answer is no. Die Antwort ist nein. Are we okay with that? You okay with that? Bin mir nicht sicher. Diligently working towards it. Sie erwarten ihn, sie arbeiten darauf hin, This paradise. Uh-huh. dieses Paradies. So now what I want to do is I want to shift what paradise looks like. Wir müssen verändern, wie das Paradies hier aussieht. It's climate change, but that's only one point. Es ist hier der Klimawandel, aber das ist ja nur ein Punkt dieses Paradieses. In order to have climate change, Um den Klimawandel zu haben, you have to have equality. brauchst du auch Gleichstellung. There has to be an equitable way of doing things. What? Equitable would be a proper, respectful, decent way of doing things. Es braucht eine respektvolle Art und Weise oder ordentliche Art und Weise, wie man Dinge tut. Equality, we tend to think of it in very narrow terms. Bei dem Thema Gleichstellung denken wir häufig nur an sehr eng gefasste Begriffe. So I've just expanded that concept to think about equitable ways of doing things, which comes from the word of the equality. Und ich habe jetzt hier das Verständnis etwas erweitert und habe hinzugefügt, dass es darum geht, wie man gerechterweise an Dinge herangeht. So if we're all headed to equality, Wenn wir alle der Gleichstellung entgegengehen, then would whether you not eat butter or not make a difference? würde da das Butteressen einen Unterschied machen oder nicht? I think for these people we can see that it doesn't really. Und ich glaube, für diese Menschen macht es nicht wirklich einen Unterschied. You're going to go over the cliff whether you're eating a cheese sandwich or not. You're still going to go over. Du fährst hier über die Klippe, ob du nun ein Käsebrot isst oder nicht. This was the Nethinims. Das hier waren die Tempeldiener. Let's go to the Levites. Und lasst uns nun zu den Leviten gehen. What's the date for the Levites? Was ist denn der Tag für die Leviten? So that's the Levites. Das hier sind die Leviten. Is eating butter important for them to reach this point? Ist Butteressen für sie wichtig, um an diesen Punkt zu kommen? Is that part of their hasting? Ist es auch Teil ihres Beschleunigens? Ich Why würde, no? ich würde Nein sagen, It's to be scalable. weil For all der the Test skalierbar sein muss. So if you start talking about scalable tests, Wenn du anfängst nun über skalierbare Tests zu sprechen, then if it's no for this group, it would be no for this group. dann wäre es Nein für diese Gruppe und auch ein Nein für die andere Gruppe. So I'm going to make a gross oversimplification. Und jetzt möchte ich eine zu starke Vereinfachung machen. When we start thinking in terms of liberals and conservatives, Wenn wir an Liberale und Konservative denken, so Kathy, what would you describe the priest as? wie würdest du da die Priester beschreiben? To put us in a box. Wenn du uns in eine Box stecken müsstest, in To eine put us in a Schublade. box. Conservative. Nethinims? Tempeldiener, Liberal. liberal. Levites? Und die Leviten, These Adventists? diese Adventisten. Conservative. Konservativ. They could be both. So, both, you think? Beides.
Well, I mean, there's liberals and conservatives in the In the church. Es gibt beides in der Gemeinde. sure, there are conservatives and liberals in the church, Mit Sicherheit gibt es die in der Gemeinde. but when we talk about Levites, Wenn wir aber über die Leviten sprechen, maybe we didn't do this strongly enough in class. What Fla- is the definition of a Levite? vielleicht haben wir das noch nicht deutlich genug in einem Unterricht gesagt. Was ist denn die Definition eines Leviten? It's not just the group that are left over. Es ist nicht einfach nur die Gruppe, die übrig bleibt. Here's Adventism. Hier ist der Adventismus. This is priests, Das hier sind die Priester. and this is the leftover. Das ist der Rest. So if this is SDAs, Hier haben wir die 7-Tags-Adventisten. that's priests, that's leftover. Das sind die Priester und der Rest. What's the definition of priests according to that artwork? Was ist die Definition der Priester gemäß dieser Zeichnung? Priest equals, Die Priester stehen für Jonathan? Adventists. So they're all Adventists, everyone's Adventist. They're Adventists, the leftover Adventists. I want a definition of what priests are. Sie sind alles Adventisten. Ich möchte eine Definition, was die Priester sind. Okay, I'll redraw it then. Ich male es nochmal auf. I'll do it that way. What would this be? The priests, This would be? the Levites, the leftover. Now what is priest being defined as? Wie wird jetzt ein Priester definiert? Liberal. What cuts you out? Was schneidet dich denn heraus? Gottes Hand Or message? oder eine Botschaft? So the definition of priest is what? Die Definition der Priester ist Those people who diese Leute, die they give a message. they didn't give anything. They're being cut out. She said she'd been cut out by God's hand, and I said, "What's God's hand?" She said, "A message." So they're not doing anything. Are Okay. they the receivers or the recipients, or are they the? Sind sie die etwas empfangen oder die etwas geben? They give something. They're not giving anything. Something happened to them. Also sie geben nichts, etwas geschieht mit ihnen. The stone didn't do anything. Something happened to the stone. Der Stein macht ja nichts, sondern etwas geschieht mit dem Stein. Ja, but That stone, what was it before? part of the mountain And what happened to it? got cut out. It got cut out. Ja. It received some work upon it. Ja, and then it doesn't work. That may be afterwards, but at this level, it's not doing any work. Okay. The work that it would do would go to a statue, but it's not doing anything at the moment. So, priest equals what? Also mit dem Gestein geschieht hier zu diesem Zeitpunkt noch nichts, erst Those später. who? Accept the message. Es sind die die Botschaft annehmen. Leftover? Und der Rest, Rejected the message. You okay with that? sie haben die Botschaft abgelehnt. Those who accept the message and those who don't accept the message. Es sind die Botschaft annehmen oder ablehnen. Now, we're here, Wir sind jetzt hier. and what we're going to do? Was machen wir? Levites. Leviten. Sister Kathy, what's the definition of a Levite? Was ist die Definition von eines Leviten? Those who, in that model at the top, An dieser oberen Zeichnung? they're now accepting the message. Sie nehmen die Botschaft an. The leftover? Und der Rest? The church Yeah, this is Die still Gemeinde. FTA Church. Das ist immer noch die Adventgemeinde. The leftover are reject the message. Und der Rest hat wieder die Botschaft abgelehnt. okay. So I'll come back to this. Komm hier zurück.
You can do the same with Nethinims. Das gleiche kann man mit den Tempeldienern machen. Mhm. The world is not Nethinims. Die Mhm. Welt sind nicht die Tempelldiener. Nethinims are those who accept the message, Die Tempelldiener sind die, die die Botschaft annehmen not just the world. Mhm. und nicht einfach nur die Welt. There's no such thing as good or bad priest, is there? Sorry? There's no such thing as good or bad priest. Es gibt nicht so etwas wie gute und schlechte Priester. Hopefully we agree with that. Ich hoffe, dass wir da übereinstimmen. Priests are those who accept the message, which means you're good. Priester sind jene, die die Botschaft annehmen. Das bedeutet, dass du gut bist. I'll come back to my question. Ich komme zurück zu meiner Frage. Levites, Levi- liberal or conservatives? Die Leviten, sind sie liberal oder konservativ? The one- Yeah. They're liberals. Sie sind liberal. There's a difference between the priest and the others. Es gibt einen Unterschied zwischen den Priestern und den anderen. Okay. Why are The- the priests conservative? Warum sind die Priester konservativ? That's an interesting question Das ist eine interessante Frage, because we're having to be transformed into denn wir müssen verändert werden zu, what do we need to be transformed into, Brother Roldan? Liberals. wir müssen in Liberale verwandelt werden. It's a torturous process. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Everything you thought was right ends up becoming Alles, wrong. was du dachtest richtig wäre, wird letztendlich falsch. Sind wir also momentan noch keine Liberalen? We're in the process of transformation. Wir befinden uns in dem Prozess der Veränderung. This line here is the line of the Levites. Das hier ist die Linie der Leviten. Butter eaters or vegans? Essen von Butter oder vegan zu sein. Yes. Wir sind butteressende Leute. And the thing is, it doesn't make any difference. Und der Punkt ist, es macht ja keinen Unterschied. So I don't want us to run away Ich möchte nicht, dass wir hier von dannen gehen thinking that I'm saying it's okay to not be vegan. und glauben, dass es in Ordnung ist, dass man nicht vegan essen sollte. But what I do want us to realize Was ich aber möchte, dass wir erkennen, in the context of these great reformatory movements, ist, dass im Kontext dieser großen Reformationsbewegungen looking forward die Erwartung da ist and hasting und das Beschleunigen is not connected to these issues. I gave one example of dietary reform. nicht mit dem, als Beispiel jetzt, mit der Gesundheitsbotschaft verknüpft ist. Adventists should know this. Adventisten sollten das wissen. You ask one question at the end of the world Am Ende wird eine Frage gestellt, when you go to your neighbor, wenn du zu deinem Nachbar gehst. which is what? Was ist da die Frage, If you're an Adventist. wenn du ein Adventist bist? If you're an Adventist. Standard Adventist theology. Das ist die standard-adventistische Theologie. Which day? Welcher Tag? An welchem Tag welcher Tag ist dein Ruhetag? You want to get the mark of the beast or you don't? Du bekommst entweder das Mahlzeichen des Tieres oder nicht. You don't say. Du sagst nicht, And can I have a look in your fridge as well, please? du sagst nicht, kann ich auch noch einen Blick in deinen Kühlschrank werfen? We don't do that. Das sagen wir nicht. And say, oh, Sabbath keeping, but you eat butter. Wir sagen ja nicht, du bist Sabbathalter, oh, aber du isst Butter. We don't do that Das machen wir nicht. correctly Korrekterweise. because we understand what the issues are. Denn wir verstehen, was das Problem ist. So, for all those butter eating priests, Für all die butteressenden Priester, this is not your get out of jail. das ist hier nicht deine, Free card. deine Freilassung aus dem Gefängnis, deine Freikarte sozusagen. I'm not saying you can do what you want, Ich sage nicht, dass du tun kannst, was du willst. but I am saying Ich sage aber, there are some things that will hasten the coming, es gibt Dinge, die das Kommen beschleunigen and there are things that won't. und Dinge, die das nicht tun. And this movement is struggling with this issue. Und diese Bewegung kämpft mit diesem Punkt. We might call it in the context of
the reforms. Und wir mögen das vielleicht eher in dem Kontext der Reformen kennen. Others might think about it as morality. Andere denken vielleicht hier eher an die Moral. And I think many of us still haven't resolved this issue. Und ich glaube, viele von uns haben dieses Problem noch nicht für sich gelöst. Hopefully we're all together. Hoffentlich sind wir hier auf einem Whether you Standpunkt. eat butter or not, Ob du jetzt Butter isst oder nicht, in the context of this discussion, im Kontext von dieser Diskussion hier, it does not hasten the second coming. beschleunigt es nicht die Wiederkunft Christi. Because the hastening of the second coming is dealing with far greater issues. Denn das Kommen Jesu zu beschleunigen behandelt viel größere Dinge. One word of caution. Eine Warnung noch. Don't use deductive logic Nutzt hier keine didaktische Logik, to say climate change, dass man jetzt hier sagt, der Klimawandel, lots of cows da haben wir viele produce Kühe, lots of milk, diese tun viel Milch produzieren produce lots of butter. und das produziert viel Butter. That is cheating. Das wäre Schummeln. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Gnade. We ask and pray for wisdom and understanding. Wir bitten für Weisheit und Verständnis. Help us to understand who and what we are, Hilf, dass wir verstehen, wer du bist und was wir sind, of what things are important welche Dinge wichtig sind for that great and solemn day. für diesen großen, ernsten Tag. Christ taught us Christus hat uns gelehrt, that these things you ought to have done dass du diese Dinge tun wolltest, and not to leave the other undone. nicht das andere ungetan lassen wolltest. As we explore our humanity, Während wir nun über unsere Menschlichkeit nachdenken, help us to do so wisely. dann hilf uns, dass wir das in Weisheit tun. Pray in Jesus' name. Ich bete in Jesu Namen. Amen.